Hallo und herzlich willkommen. Du willst wissen, wie man auf Deutsch My Family oder Your Book sagt? Super, denn genau darum geht's heute. Wir schauen uns zwei ganz kleine, aber super wichtige Wörter an. Mein und dein. Schau mal hier, das ist eine Familie. Aber wie kannst du jetzt sagen, dass es deine Familie ist? Tja, genau diese Frage werden wir heute zusammen klären. Also was haben wir vor? Zuerst zeige ich dir eine ganz einfache Regel. Die wenden wir dann auf Familie und auf Gegenstände an. Danach bist du dran und kannst dein Wissen testen und am Ende fassen wir nochmal alles zusammen. Lass uns loslegen. Okay, fangen wir mal mit dem Kern der Sache an. Und keine Sorge, es gibt eine wirklich simple Regel, die hat einfach nur was mit dem Geschlecht von Nomen zu tun, also mit der der, die und das. Schau dir mal diese Tabelle an. Siehst du das Muster? Bei maskulinen Wörtern, also mit der, und bei neutralen, mit das, benutzen wir einfach mein oder dein. Aber bei den femininen Wörtern, die mit die, da hängen wir einfach ein E dran. Dann wird daraus meine und deine. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. So, genug Theorie. Lass uns mal schauen, wie diese Regel in einem ganz normalen Gespräch angewendet wird. Hier haben wir einen Satz aus einem Dialog. Jemand fragt, ist das deine Frau? Überleg mal kurz, warum heißt es hier deine, also mit einem E am Ende? Genau, weil Frau feminin ist, es heißt ja die Frau, braucht das Wort dieses extra E. Da siehst du unsere Regel direkt in Aktion. Und hier ist noch ein Beispiel, das genau dem gleichen Prinzip folgt. Es heißt meine Oma, weil Oma eben auch feminin ist. Die Oma. So einfach ist das, wirklich. Fassen wir das mal kurz für die Familie zusammen. Für die Männer, also der Vater oder der Bruder, sagen wir mein. Und für die Frauen, also die Mutter oder die Schwester, sagen wir meine. Ziemlich logisch, oder? Okay, weiter geht's. Die gute Nachricht ist, genau dieselbe Regel funktioniert nicht nur bei Menschen, sondern auch bei allen möglichen Alltagsgegenständen. Und auch hier ist die Logik wieder exakt dieselbe. Für einen maskulinen Gegenstand wie der Schlüssel oder was Neutrales wie das Buch heißt es einfach mein oder dein. Aber bei femininen Sachen wie die Tasche oder die Brille, da brauchen wir wieder unser E. Hier sehen wir das nochmal ganz deutlich. Auf der einen Seite ein Schlüssel, auf der anderen eine Tasche. Es heißt mein Schlüssel, weil es der Schlüssel ist. Aber es heißt meine Tasche, weil es die Tasche ist. Die Regel bleibt immer gleich. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt bist du an der Reihe. Lass uns das mal zusammen ein bisschen üben. Erste Frage. Du hast ein Buch vor dir. Das Wort ist das Buch. Wie sagst du also mein Buch? Ich gebe dir einen kleinen Moment. Richtig. Weil das Buch neutral ist, heißt es ganz einfach mein Buch. Super gemacht. Okay, nächste Runde. Du redest über deine Schwester. Das Wort dazu ist die Schwester. Wie lautet die richtige Form für deine Schwester? Perfekt. Die Schwester ist feminin. Also brauchen wir unser kleines magisches E am Ende. Deine Schwester. Sehr gut. Und die letzte Frage für diese Übung. Du zeigst auf ein Foto von deinem Vater. Das Wort ist der Vater. Was ist hier die richtige Form? Genau. Der Vater ist maskulin, also heißt es mein Vater. Du hast die Übung mit Bravour gemeistert. Fantastisch. So, zum Schluss fassen wir die allerwichtigsten Punkte nochmal ganz schnell für dich zusammen. Also das Wichtigste, was du mitnehmen solltest, für maskuline und neutrale Nomen nimmst du einfach mein und dein. Für feminine Nomen hängst du immer ein E dran, meine und deine. Und kleiner Profi-Tipp, dieselbe E-Regel gilt auch für alle Wörter im Plural, wie zum Beispiel bei meine Eltern. Und jetzt eine kleine Aufgabe für dich zu Hause. Schau dich einfach mal in deinem Zimmer um. Was siehst du so? Was ist mein und was ist meine? Probier's doch gleich mal selbst aus.